In einem Königreich, das von ewigem Schnee bedeckt war, lebte eine Prinzessin namens Elara. Sie war eine bezaubernde junge Frau, bekannt für ihre Klugheit und ihr Mitgefühl. Aber trotz des Wohlstands und der Liebe, die sie von ihrem Volk empfing, fühlte sie sich oft einsam und unerfüllt. Es muss mehr im Leben geben als nur diese Mauern und diese Krone, dachte sie sich oft. Eines Tages erreichte sie eine alte Legende, die von einer verlorenen Stadt sprach, die ein großes Geheimnis verbarg, das ewige Licht, das das Potenzial hatte, die gesamte Welt zu erleuchten und das Reich aus dem ewigen Schnee zu befreien. Angespornt durch diesen Gedanken schnürte Elara ihre Stiefel, zog einen Mantel an und verließ heimlich den Palast. Ihre Reise führte sie durch Wälder, über Berge und über gefrorene Seen, bis sie schließlich die Eingangspforte zur verlorenen Stadt erreichte. Dort traf sie auf den Wächter des ewigen Lichts, einen alten Mann namens Orion. »Warum suchst du das ewige Licht, Prinzessin?« fragte Orion, der ihr wahres Selbst trotz ihrer Verkleidung erkannt hatte. »Ich möchte meinem Volk Hoffnung und Wärme bringen«, antwortete Elara. »Bist du bereit, die Prüfungen zu bestehen, um deine Würdigkeit zu beweisen?« fragte Orion. Entschlossen nickte Elara. Sie löste schwierige Rätsel, bestand Geschicklichkeitstests und bewies ihre Selbstlosigkeit in Tests des Charakters. Schließlich führte Orion sie zum Tempel des ewigen Lichts. Doch bevor sie eintreten konnte, erschien ein schattenhafter Dämon namens Obscurus, der das ewige Licht für sich beanspruchte, um die Welt in ewige Dunkelheit zu stürzen. Ein Kampf entbrannte und gerade als es so schien, als würde Obscurus siegen, zog Elara ein Amulett hervor, das sie von ihrer Mutter erhalten hatte. Es verstärkte ihre inneren Qualitäten und gab ihr die Kraft, Obscurus zu besiegen. Mit einem strahlenden Lächeln aktivierte Elara das ewige Licht. Plötzlich wurde die verlorene Stadt in ein wunderschönes Leuchten getaucht, und die Auswirkungen reichten bis zu ihrem eigenen Königreich. Als sie zurückkehrte, wurde sie als Heldin gefeiert. Elara fand schließlich das, was sie immer gesucht hatte, ein Gefühl der Erfüllung und des Zwecks. Sie beschloss, den Rest ihres Lebens damit zu verbringen, ihr Volk zu lehren und zu inspirieren. Und so wurde die Geschichte der Prinzessin der verlorenen Stadt und des ewigen Lichts eine Legende, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde.